100 Jahre DAAD. Wir blicken zurück auf unterschiedliche Epochen, auch auf die Wendezeit. In dieser Videoreihe spreche ich mit Menschen, die diese Zeit aus verschiedenen Perspektiven erlebt haben. Dr. Karamba Diaby wurde 2013 als erster in Afrika geborener schwarzer Mensch in den Bundestag gewählt. Er ist gebürtiger Senegalese und kam 1985 im Rahmen eines Stipendiums in die DDR. Doch noch bevor er sein Chemiestudium beenden konnte, war die DDR Geschichte. Bin dann gekommen am 2. Oktober 1985, 15:15 Uhr. So genau wissen Sie das? Ganz Hat sich genau. das eingebrannt ins Ganz Gedächtnis, ne? genau, an dem Tag bin ich in Berlin-Schönefeld angekommen, weil das ein entscheidender Tag in meinem Leben war. Ich bin angekommen, ausgestiegen und habe gesagt, Gott sei Dank, ab heute hängt alles nur von dir ab. Du hast jetzt das Versprechen, dass du hier 6 Jahre bleiben kannst. 1 Jahr Sprache, 5 Jahre Studium. Chemiestudium war sehr gute Bedingungen, denn es war gleichberechtigt. Alle Studenten haben gleichen Zugang, alle haben gleiches Stipendium. Doch dann kam die Zeit der Montagsdemonstration. 3 Jahre war ich Vorsitzender des Internationalen Studentenkomitees der Universität. Also ich musste dann Sachen organisieren für unsere Studenten und so weiter und so fort. Und da habe ich dann natürlich viel mehr mitbekommen als manch einer. Und als die Demonstrationen waren, viele hatten Angst, Studenten haben Angst, weil wir alle hatten Angst, dass wir dann nach Hause geschickt werden, wenn DDR nicht mehr gibt. Und dann habe ich die Redebeiträge gehört und so, zum Teil sehr, sehr aggressiv, laut. Und dann hieß dann am Anfang immer, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und das hat mir, aber meine Kommilitonen auch Angst gehabt, weil die sagen, wir sind das Volk. Ich sage, wenn ihr das Volk seid und was ist denn mit uns? Dann waren wir alle sehr, sehr unsicher. So bis dann die Sprache sich geändert hat bei den Demonstrationen, hieß nicht mehr, wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Habe dann gesagt, okay, ein Volk heißt, alle gehören zusammen. Wenn Sie mal ein Volk meinen, die meinen auch die da drüben, also die Westdeutschen. Ich habe gesagt, bei denen sind so viele Ausländer. Wenn Sie das Volk sind, die Ausländer dort sind auch das Volk, dann sind wir auch das Volk. Wie kamen Sie dann eigentlich mit dem DAD in Berührung? Wir haben viel später ne? dann gewusst, was der AD ist, weil am Ende des Studiums dann gab es da Treffen, wo man uns informiert hat, was der AD ist, welche Organisation unser Stipendium übernommen hat. Habe dann nach und nach und durch meine jetzige Tätigkeit natürlich habe ich mich dann im Bildungsausschuss war für Internationalisierung der Bildung und Forschung, war der Berichterstatter. Und dann wurde ich dann als Berichterstatter für DAAD. Ich habe gesagt, es gibt wirklich keinen Zufall im Leben, ja. Und das war wirklich schön. Naja, ich denke, es ist nach der Wende sehr viel passiert. Also die Transformationen, die viele DDR-Bürger, ehemalige DDR-Bürger durchgemacht haben, aber auch das, was aufgebaut wurde im Ostteil dieser Republik, ist immens. Also das kriegt man mit, wenn man so 37 Jahre kontinuierlich in Ostdeutschland gelebt hat, in Halle und Umgebung. Was vielleicht vernachlässigt wurde, ist einfach, was Menschen empfinden. Also ich habe die Erfahrung in den 3 Wahlperioden, aber auch durch meine kommunalpolitische Tätigkeit, dass viele sich nicht so ernst genommen fühlen. Nichtsdestotrotz gehöre nicht zu den Leuten, die dann sagen, es ist alles schlecht. Nein, es ist sehr viel erreicht worden. Der Weg ist aber lang.